Moin moin ihr Lieben, wir sind auf dem Weg ins hessische Darmstadt und ja, ich meine hessisch und nicht hässlich, wo die Deutsche Meisterschaft stattfinden wird. Und wir wollen euch ein bisschen was vom Event und von den Athleten erzählen. Und Marc und ich sind gerade auf dem Weg. Gleich treffen wir den Frederike und dann geht's rund. Viel Spaß! Wie wird man Deutscher Meister oder Deutsche Meisterin im Leadklettern? Man muss 3 Hürden überspringen. In der Qualifikation muss man 2 Routen klettern im Flash-Modus. Flash-Modus bedeutet, man hat schon vorher gesehen, wie jemand die Route klettert. Entweder der Routenschrauber klettert sie live vor oder es gibt einen Fernseher, wo es eine Aufnahme gibt, wie ein Kletterer, ein Routenbauer schon mal in der Route drin war. Man klettert beide Routen und das Ergebnis, also wie weit ist man gekommen, bis zu welchem Griff oder bis zum Top, wird zusammengerechnet und die besten 26 kommen dann ins Halbfinale. Deutscher Meister Combined 2018, zweiter Speed 2018 und am Ende Dritter bei den Combined Weltmeisterschaften in Innsbruck, auch 2018. Er hat vor kurzem Chris Sharmas Klassiker S. Pontas, eine 9A+, Deep Water Soloing Route in Mallorca durchstiegen. Man kann sagen, Jan ist richtig gut drauf dieses Jahr. Schritt 2 ist, sich im Halbfinale durchsetzen. Das läuft ein bisschen anders. Man hat die Route vorher nicht gesehen. Im Moment liegt da eine riesen Tischdecke drüber, damit die Athleten, die sich ja schon in der Halle aufhalten, nicht sehen können, was erwartet mich im Halbfinale. Sie müssen die Route on-site klettern. Sie kriegen, bevor es losgeht, eine kurze Zeitspanne, um sich die Route anzugucken. Das heißt, sie stehen vor der Route und schauen schon mal, okay, das könnte so laufen, da muss ich wahrscheinlich dahin greifen und bereiten sich so aufs Halbfinale vor. Gehen dann ins Backstage, weil sie den anderen Kletterern, die zuerst da dran sind, nicht beim Klettern zuschauen dürfen, weil es ja dann kein On-Site mehr wäre. Das heißt, einer nach dem anderen, eine nach der anderen kommen sie aus dem Backstage raus, um dann im Halbfinale zu klettern. Das ist Stufe 2. Letztes Jahr hat es nicht ganz auf das Treppchen gereicht. Platz 4. Aber dieses Jahr unglaublich stark in Form ist Frederike. Sie hat sowohl die Deutsche Speed-Meisterschaft als auch die Deutsche Combined-Meisterschaft für sich entscheiden können und könnte somit heute den Hattrick perfekt machen und das Jahr 2018 mit 3 deutschen Meistertiteln abschließen.
Stufe 3 ist die letzte Stufe, ist das Finale. Letztes Jahr waren es die besten 7. Ich würde vermuten, dass es dieses Jahr wieder die besten 7 sind. Der Männer und der Frauen kommen ins Finale und klettern eine Route wieder im On-Site-Modus. Das heißt, sie haben die Route vorher noch nie gesehen. Hier in Darmstadt, weil die Halle so klein ist, wird die Finalroute sogar erst kurz vor dem Finale an die Wand geschraubt. Wieder das gleiche Prinzip. Sie kriegen ein paar Minuten Zeit, um die Route auszuchecken, gehen ins Backstage, in die Isolation, wie es heißt, und klettern nacheinander die Finalroute. Und wer als höchstes kommt oder sogar bis zum Top, gewinnt das Finale, ist Deutsche Meisterin oder Deutscher Meister 2018. Dritter bei den Combined Deutschen Meisterschaften 2018, ein respektabler 4. Platz bei den Deutschen Bouldermeisterschaften 2018. David Firnenburg ist Vorjahresvierter und kann sich berechtigte Hoffnung auf einen Podiumsplatz machen. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung und es gewinnt beispielsweise Käthe Atkins, die heute erst zum 2. Mal dabei ist, aber schon letztes Jahr erfrischend couragiert ins Finale geklettert ist und es auf den 6. Platz geschafft hat. Sie geht für die DRV-Sektion Frankfurt an den Start, was ein Katzensprung von Darmstadt entfernt ist. Somit kennt sie die Halle und die Wände gut, was helfen kann, aufs Treppchen zu kommen.
In Anführungszeichen nur Vorjahresfünfter, aber dieses Jahr in unglaublicher Form. Zweiter bei den Combined Deutsche Meisterschaften 2018, Erster bei der Deutschen Bouldermeisterschaft und bei den Speedmeisterschaften. Ähnlich wie Frederike bei den Frauen könnte Yannick Flohé heute seinen Deutsche Meisterschafts-Hattrick perfekt machen. Alma Bestvater hat sich dieses Jahr schon den Titel der deutschen Bouldermeisterin gesichert. Die 1,60 Meter große Weimarerin ist im deutschen Nationalteam und hat sicherlich vor, den dritten Platz aus dem letzten Jahr zu verbessern. So, liebe Leute, hinter mir schrauben die Routenschrauber gerade an den Finalrunden. Das Halbfinale ist um. Es gab zwei große Überraschungen bei den Herren.
Hojer ist 9. geworden, aber nur die ersten 8 kommen ins Finale. Er ist einfach einen Griff zu früh aus der Route geflogen und ist nicht dabei, kann seinen Titel nicht verteidigen. Und Sebastian Halenke hat vergessen, den ersten Clip zu klippen. Und die Regel ist, man muss jede Zwischensicherung klippen, sonst ist man raus. Das heißt, für ihn war das Halbfinale vorbei, kurz nachdem es angefangen hat. Es haben sich auch noch qualifiziert bei den Männern beide Firnenburg-Brüder, sind im Finale. Yannick Flohé ist auch dabei. Das heißt, auch ohne 2 Mitfavoriten wird es sehr spannend. Wer wird männlicher deutscher Meister? Bei den Frauen gab es weniger Überraschungen. Also Frederike hat sich als Erste durchgesetzt und ist sau stark heute. Also persönlich denke ich, wenn nichts schief geht, also auf dem Podium sollte sie auf jeden Fall landen. Aber ich glaube, der erste Platz müsste Frederike gehören. Alma Bestvater ist auch im Finale. Käthe Atkins aus Frankfurt ist mega stark, war letztes Jahr schon im Finale, klettert sehr ruhig, sehr souverän. Ja, ich habe Bock aufs Finale und will sehen, wer wird Deutscher Meister, wer wird Deutsche Meisterin. Try to
which way to go and what is real. I wouldn't fall into my doubts anymore. Living on the last hope, turning harder. Erste bei der baden-württembergischen Meisterschaft liegt 2018 in Heilbronn. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Solveig gerade richtig gut drauf ist, und zwar nicht nur in der Halle. Im April 2018 ist sie ihre erste 8W+ am Fels durchgestiegen. We don't see it yet, but we know we need. We don't see it yet, but we know we need.
Philipp Martin ist gerade richtig gut in Fahrt, kann man so sagen. Zweiter Platz bei der Süddeutschen Meisterschaft im Bouldern 2018 sowie ein weiterer zweiter Platz der Süddeutschen Meisterschaft in Lead 2018.
Soweit zu unseren Eindrücken zur Deutschen Liedmeisterschaft 2018 in Darmstadt. Frederike Fell wurde zur Deutschen Liedmeisterin, David Firnenburg zum Deutschen Liedmeister. Wenn euch das gefallen hat, dann bleibt uns erhalten und abonniert den Kanal. Bei Fragen schreibt uns einfach etwas in die Kommentare und ansonsten immer fleißig trainieren, sprich einfach klettern.